Für Ripple und die XRP-Community ist in den letzten Wochen so viel passiert. Es wurde die Automated Market Maker-Funktion eingeführt. Ripple möchte einen geplanten Stablecoin herausbringen und Brad Garlinghouse macht eine 5 Billionen Dollar Prognose. Das ist ein XRP-Update-Video für dich. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, und ich würde sagen, wir beginnen mit Thema Nummer 1, der AMM-Funktion. AMM heißt Automated Market Maker. Ich erkläre gleich, was das ist. Diese AMM-Funktion wurde endlich auf dem XRP-Ledger integriert und zwar in Zusammenhang mit einem Update, dem XLS30 Update. XLS30 ist auf Vorschlag der Community und der XRP-Validatoren freigeschalten worden, ging dann Ende März endlich im Mainnet, also auf dem XRP-Ledger live. Die AMM-Funktion wurde damit auf der dezentralen Börse der DEX von dem XRP-Ledger integriert. Diese Funktion führt etwas Neues ein auf der DEX. Und zwar können wir uns das vorherige Modell so vorstellen, habe ich hier aufgeschrieben, dass wir bei der vorherigen DEX ein Orderbook-Modell hatten. Das heißt, Käufer und Verkäufer haben über zentralisiertere Limit-Order-Bücher oder eben manuell ihre Kauf- und Verkäufe, also ihre Angebote, ihre Wünsche und ihre Vorstellungen orientierend an den aktuellen Preisdaten auf die DEX gestellt. Die haben das im Orderbuch platziert und das Orderbuch hat daraufhin versucht zu matchen, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen und gab es ein Match, dann wurde die Order ausgeführt. Das kann natürlich dazu führen, dass es vielleicht ein kleines bisschen dauert, bis ein Nutzer seine Order durchführen kann, denn er muss ja auf den passenden Gegenspieler auf dem Markt warten. Das ist ein Orderbuchmodell. Der AMM, ein AMM ist zum Beispiel sowas, was auch Uniswap ist. Es ist ja auch eine dezentrale Börse, die als AMM fungiert. Ein AMM, der jetzt auf dem XRP-Ledger eingeführt werden konnte, der schafft Liquiditätspools. Warum ist AMM gut für XRP? Ein AMM führt dazu, dass du als Nutzer in den Pool einzahlen kannst, in viele verschiedene Pools, ohne dass du auf diesen Gegenspieler warten musst. Das ist genau jetzt das, was die Verbesserung mitbringt. Erstmal aus der Trading-Perspektive. Wir müssen uns auch überlegen, dass das DeFi-Ökosystem viel bunter und facettenreicher wird, denn durch die AMM-Funktion durch die Liquiditätspools müssen Anbieter Liquidität bereitstellen. Das heißt, es ist endlich möglich mit der AMM-Funktion, dass man passive Einkommensmöglichkeiten auf der DEX, auf dem XRP-Ledger hat, indem man zum Beispiel als Liquiditätsanbieter Liquidität stellt, in Form von XRP-Tokens, die dann gelockt werden in den Pools. Über die Pools entsteht die Liquidität, die Nutzer bedienen sich darauf, müssen nicht mehr auf den Gegenspieler warten und der Algorithmus, also die Smart Contract-Funktionen, die im Sinne des AMMs agieren für den Nutzer, die matchen im Grunde die Preise. Die AMM-Funktion macht letzten Endes den Handel auf der DEX kontinuierlicher, effizienter, automatisierter. Hier siehst du zum Beispiel im XRP-Scan die Übersicht über die aktuellen Liquiditätspools. Du siehst, aktuell sind XRP gelockt, 300.000 XRP. Und zwar funktioniert das Ganze über 133 Handelspaare mit XRP und du hast 192 aktive Pools. Hier siehst du die Pools aufgelistet und wie viel XRP jeweils in den Pools gelockt ist. Ja, dieser AMM ist klasse. Der ist nicht nur gut für XRP und diese aggregierte Liquidität, DeFi-Möglichkeiten, Einkommensmöglichkeiten, die sich auch für Anbieter ergibt. Die AMM-Funktion ist auch besonders nützlich beim Handel mit Stablecoins. Und tada, aus diesem Grund, man könnte es fast
vermuten, kündigte Ripple kurze Zeit darauf später die Einführung eines neuen Stablecoins auf dem XRP Ledger an. Die Ankündigung war offiziell am 4.4.2024 in der Pressemitteilung. Zu Beginn ist angedacht, dass der Stablecoin erstmal auf dem XRP Ledger und auf dem Ethereum Mainnet ausgestellt werden soll. Eine Expansion, also auf andere Netzwerke, ist angedacht. Das ist ganz klassisch. Beispielsweise kennst du die zwei anderen großen Stablecoins. Das eine ist der USDT von Tether, das andere ist der USDC von Circle als Emittent. Und die beiden haben auch auf einem Netzwerk gestartet und werden auch mittlerweile von mehreren Netzwerken, mehreren Chains unterstützt. Gedeckt werden soll der Stablecoin von Ripple durch Fiat-Reserven, kurzlaufende US-Staatsanleihen und andere Barmittel. Auch hier wieder ein bisschen ähnlich wie beispielsweise die Hinterlegung durch den USDC von Circle, das ist auch quasi durch Fiat-Einlagen gedeckt. Der DAI Stablecoin von Maker beispielsweise, der ist unter anderem eben auch durch Krypto hinterlegt von den Reserven her. Minimal auch, ich glaube unter 5% auch die Reserven vom USDT von Tether. Der Launch des Stablecoins ist noch dieses Jahr geplant. Und jetzt ist die große Frage. Viele haben sich gefragt, heißt es jetzt, dass XRP tot ist? Also dass der Stablecoin die Funktion von XRP total ersetzt? Es kam dann zum Beispiel auch ein Bericht von 2021 von der Weltbank. Der wurde wieder hervorgekramt. 2021 hat die Weltbank XRP unter anderem und XLM als Stablecoin für Cross-Border Payments eingestuft und so ein bisschen eingeschätzt als Beispiel. Und es gab noch Berichte, wie zum Beispiel hier der von Coindesk, wo man dann auch geschrieben hat, sorry XRP Arm, it's my job to speak how it is. Die Bedeutung von XRP könnte dahin schwinden. Und daraufhin gab es ein bisschen Shitstorm. Brad Garlinghouse hat das auch dann im Rahmen eines Nutzers kommentiert, gesagt, okay, das ist einfach peinlich für die Industrie, so etwas zu schreiben über Ripple. In dem Artikel wurde unter anderem behauptet, dass Ripple den Stablecoin nur deswegen einführt, um neue Zahlungsströme zu generieren. Das ist ja, der SEC-Fall ist ja extrem teuer, irgendwie $2 Milliarden sind da irgendwie noch offen. Außerdem schien sich so dann Coindesk darauf berufen zu haben, die ODL-Thematik nicht so weit voranzuentwickeln, wie man das eigentlich gerne haben möchte. Letzten Endes war das dann eben so die Konsequenz. Ripple is looking for new proven revenue source. Also, warum ist der Stablecoin gut für XRP? XRP ist keinesfalls tot, nur weil der Stablecoin da ist. Im Gegenteil, XRP bekommt eigentlich mehr Utility, dadurch, dass jetzt ein Stablecoin da ist, der auch auf dem XRP-Ledger eingeführt wird und auch noch durch Ripple. Denn der AMM in Kombination mit einem Stablecoin erhöht die Möglichkeit, über Handelspaare auf der DEX, auf dem XRP-Ledger eine Reihe von DeFi und Trades und Möglichkeiten durchzuführen. Viel mehr Use Case für die XRP-Ledger, für die DEX, viel mehr Handel, besser für XRP, weil XRP einfach nun mal die native Kryptowährung auf dem XRP-Ledger ist. Dazu kommt das Thema Stablecoin-Emittent. Ripple hat über 10 Jahre auf dem Buckel aus diesem Bereich und einen gewissen Trust aufgebaut. Die haben den Coin bisher nicht irgendwie jetzt gedumpt oder irgendwas. Das war überhaupt nicht in deren Interesse, sondern die wollen einfach eine nachhaltige Finanzzahlungsinfrastruktur aufbauen, die halt einfach nicht von heute auf morgen so einfach mal möglich ist aufzubauen. Und dieser Trust, der jetzt aufgebaut wurde, durch einen zentralisierten Anbieter in dem Fall, kann jetzt benutzt werden, das benutzt jetzt Ripple, um das Vertrauen in einen Stablecoin zu geben. Andere Emittenten, wir erinnern uns an Tether zum Beispiel, ja, die müssen jetzt gerade erstmal sich weiter das Vertrauen der Nutzer holen und auch Vertrauen zurückgewinnen, was sie in den vergangenen Jahren teilweise häufig verloren haben. Durch den Stablecoin können dann eben Privatanleger, aber auch Banken, jetzt sind wir bei dem Thema ODL, Use Case, Liquidity Hub, können Banken und Institute eben auch den Stablecoin als Alternative zu Tether oder Circle wählen. Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr lukrativer Markt. Der lukrative Stablecoin-Markt wird aber jetzt gezwungen, transparenter und innovativer zu werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dazu zitiere ich Ripple: Der Stablecoin-Markt beläuft sich heute auf etwa $150 Milliarden und wird bis 2028 voraussichtlich 2,8 Billionen US-Dollar überschreiten. Und jetzt ist klar, wenn diese Liquidität in Form durch diesen Stablecoin, diese Stablecoin-Anwendungsfälle kommt, wenn diese Liquidität auch noch auf den XRP-Ledger kommt, in das XRP-Ledger-Ökosystem,
Das erhöht die Nachfrage von Handelspaaren. Erinnere dich, wir haben AMM, eine dezentrale Börse, die diese Funktion deutlich unterstützt, jetzt besser. Und dadurch erhöht sich auch die Nachfrage möglicherweise nach XRP. Einfach ausgedrückt, Ripple kann jetzt diese Reputation langjährig nachhaltig aufgebaut benutzen. Das ist ein zentralisierter Anbieter, ja, das ist so. Kann jetzt aber ein Stablecoin implementieren auf einem Ledger, einem dezentralen Ledger. Dadurch vertrauen auch die Anleger indirekt XRP als native Kryptowährung von dem XRP-Ledger. Dadurch kann man im Grunde die Volatilität von XRP ausnutzen, in Anführungszeichen. Monica Long, die Präsidentin von Ripple, hat das Ganze nochmal zusammengefasst. Sie hat geschrieben, ich habe das auch ganz ein bisschen gekürzt, wir haben die DEX, den AMM. Das wurde alles jetzt vorentwickelt, vorbereitet auf das große Ganze, was jetzt kommt, denn wir wollen alle XRP als Brückenwert benutzen. Die Einführung eines vertrauenswürdigen Stablecoins auf XRP wird die Akzeptanz und die Entwicklung steigern. Ja, Stichwort steigern. Der Preis steigt, wenn auch die Market Cap steigt, mitunter ist verantwortlich. Und das heißt, je optimistischer und besser die Zukunftsaussichten sind, nicht nur für den Stablecoin-Markt, sondern auch für den Kryptomarkt, desto euphorischer können wir uns alle möglicherweise über die ein oder andere Preissteigerung freuen. Ja, und der Ripple-CEO Brett Garlinghouse hat in einem CNBC veröffentlichten Interview am 7.4. eine Prognose abgegeben. Und zwar prognostiziert er einen 5 Billionen US-Dollar schweren Kryptomarkt. Zeithorizont ist die Prognose bis Ende 2024, also Ende 2024, 2025 gelegt. Das wäre zum aktuellen Stand des Videos, wir sind gerade momentan bei einer Market Cap von 2,6 Billionen, wären wir in einem mal 2, also in einer Verdopplung der Market Cap, um auf die über 5 Billionen zu kommen. Warum zeigt sich Brett so optimistisch? Das hängt seiner Meinung nach mit mehreren Gründen zusammen. Das eine ist, wir erinnern uns, Marktdominanz von Bitcoin ist einfach über 50%. Und alles, was den Preis von Bitcoin nach oben treibt, treibt die Gesamtmarket Cap nach oben. Und Brett hat eben die Einführung der Bitcoin-ETFs in Kombination mit dem Halving, was jetzt im April, wo wir kurz bevorstehen, als Grund gesehen alles Faktoren, die die Nachfrage nach oben treiben, zusammen mit dem Zufluss von institutionellem Geld, was jetzt eben auch im Kryptosektor hängen bleiben kann. Außerdem sieht er regulatorische Klarheit in den USA kommen, die möglicherweise durch die neuen Präsidentschaftswahlen folgen können. Die USA ist immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt, seiner Meinung nach, und leider eine der feindseligeren Kryptomärkte. Ich denke, auch das wird sich ändern. Also hier regulatorische Klarheit, Bitcoin-ETFs, Institutionen, die mit Geld reinkommen, Bitcoin-Halving, insgesamt auch sehr gute, positive makroökonomische Lage. All das führt so ein bisschen dazu mit einer regulatorischen Thematik und den Präsidentschaftswahlen, wo man dann vielleicht dann doch wieder besonderer der ganzen Sache gegenübersteht. Führt dazu, dass seiner Meinung nach die Prognose von 5 Billionen, also eine Verdopplung der Marktkapitalisierung, möglich ist. Halte ich jetzt auch für sehr realistisch. Warum ist diese Prognose gut für XRP? Regulatorische Klarheit, nicht nur für den Kryptomarkt, sondern damit auch endlich den ganzen Stress mit der SEC, dass man den beiseite schiebt. Und wenn das fallen gelassen wird, wenn diese regulatorischen Konflikte mit der SEC in den USA für Ripple endlich beiseite geschoben, endlich erledigt werden können, endlich aufgeräumt werden kann, dann kann auch XRP endlich wieder als Asset durchatmen, weil einfach sehr, sehr viel über die Anleger aus den USA ausschlaggebend auf dem Preis ist. Das heißt nicht, dass Ripple nicht außerhalb der USA Kunden hat, im Gegenteil, aber jetzt beziehen wir uns nur auf XRP. Regulatorische Klarheit erhöht einfach auch selbst in den USA die Akzeptanz für eine Kryptowährung wie XRP und führt deutlich eben dazu, dass die Nachfrage gesteigert werden kann. Wie ich es schon erwähnt hatte, je besser es dem ganzen Markt geht, desto besser geht es auch der Kryptowährung XRP, unter anderem unter den Top 10 momentan anhand der Marktkapitalisierung. Die wird davon auch profitieren. Wird vielleicht jetzt nicht das mal 1000 machen im Vergleich zu einem Low Cap, aber es geht einfach um die Dauer und um den Anlagehorizont. Und letztendlich lässt diese ganze geballte Kombination, regulatorische Klarheit, auf weitere Produktpaletten von Ripple mit XRP spekulieren, denn es ist einfach nun mal so eine Bank oder eine Institution,
die brauchen regulatorische Sicherheit, genauso wie finanzielle Sicherheit. Wenn ich ein Unternehmen aufbauen möchte, wenn ich etwas Nachhaltiges aufbauen möchte, dann darf kein Gesetz dazwischen funken. Und es müssen auch langfristige Finanzierungsmöglichkeiten durchgesprochen werden. Ich investiere nicht als Investor in ein Unternehmen oder ein Produkt, ich nutze es nicht aus Angst, wenn ich nicht weiß, ob ich es in 10 Jahren noch benutzen darf, ob ich das kann. Und je sicherer ich als Investor auf der Seite bin, regulatorische Klarheit habe, auch die finanzielle Klarheit, desto mehr bin ich eher gewillt, auch langfristige Deals und Partnerschaften einzugehen, auch wenn das bedeutet, eine größere Veränderung im Finanzsektor mitzumachen. Zusammengefasst. Die AMM-Funktion wurde zunächst auf der DEX, der dezentralen Handelsplattform, auf dem XRP Ledger eingeführt. Das hat Ende März, ist das erste Mal live gegangen. Daraufhin ist es möglich, jetzt algorithmisch Preise zu finden, Preise zu matchen, anstatt dass man, wie bei dem Orderbuchmodell, klassisch auf den Gegenspieler warten muss. Das ist nicht nur Vorteil, dass das Ganze dadurch effizienter und schneller geht und mehr Handel ermöglicht, sondern wir können auch die Bandbreite auf der DEX erhöhen, weil endlich Liquiditätsanbieter passives Einkommen generieren können und geneigt sind, Liquidität bereitzustellen in diesen Pools. Das heißt, mehr Möglichkeiten auch, es zieht mehr Anbieter an, DeFi-Ökosystem wird bunter, alles gut für XRP, denn natürlich erhöht sich aggregierend die Liquidität für XRP auf der Handelsplattform. Im nächsten Schritt unterstützt diese AMM-Funktion auch die Möglichkeit, Stablecoins vielfältiger in diesem DeFi-Bereich einzusetzen. Es ist naheliegend, dass Ripple sich in diesem nächsten Atemzug entschieden hat, einen Stablecoin einzuführen. Geplant ist er dieses Jahr. Regulatorische Themen werden eine Rolle spielen. Natürlich ist auch mit entscheidend, ob die SEC dann irgendwann sagt, grünes Licht. Der Fall ist vorbei. Außerdem könnte die Präsidentschaftswahl regulatorische Klarheit bringen, nicht nur für den Stablecoin, sondern auch eben für Krypto und damit auch für XRP. All das ist positiv meiner Meinung nach für XRP selbst. Der Stablecoin steht in keiner Konkurrenz meiner Meinung nach zu XRP, weil XRP als Krypto, als Brückenwährung einen anderen Use Case hat und mehr im Grunde ein technologisches Backend bildet, anstatt dass es eine stabile Kryptowährung sein sollte. Es geht ja eher darum, Volatilität einer Kryptowährung und Stabilität durch ein Stablecoin miteinander zu kombinieren, das Beste von beiden Anwendungsmöglichkeiten zu nutzen. Jetzt fehlt nur noch eine positive Prognose für den Markt und wir sind aktuell sehr optimistisch. Brad Garlinghouse hat einen 5 Billionen US-Dollar-Markt für den Kryptosektor prognostiziert. Wenn wir uns überlegen, dass der Stablecoin-Markt allein nur 2,8 Millionen Dollar erreichen könnte bis 2028, könnten hiermit einige Marktanteile abgefangen werden und diese ganze Liquidität könnte auch dem XRP-Ledger und damit auch XRP zugutekommen. Abschließend vielleicht nochmal der Gedanke, wir haben momentan im Stablecoin-Markt nach wie vor ein sehr lukratives Geschäft. Das ist zugegeben klar. Wir haben aber momentan ein sehr starkes Klumpenrisiko. Wir haben Tether und wir haben Circle, USDT, USDC. Die beiden machen fast 90% der Stablecoin-Dominanz aus. Auch wenn es zentralisierte Anbieter sind mit Ripple, die in den Markt kommen, haben wir trotzdem die Möglichkeit, das Gesamtrisiko von Stablecoins, das Emittentenrisiko zu streuen, weil einfach sich die Anteile ein kleines bisschen mehr verteilen. Das Schöne ist, dass wir trotzdem auch dezentralere Möglichkeiten mit DAI Stablecoin von der MakerDAO haben, aber eben jetzt auch innovativ bleiben, weil einfach verschiedene Emittenten in den Markt strömen werden, unter anderem jetzt eben auch Ripple. Für mich sind all die genannten Nachrichten positiv für XRP. Für mich spricht mehr dafür als dagegen, dass das Stablecoin eingeführt wurde. In Kombination mit der AMM-Funktion können wir vielleicht hoffen, dass neue Produkte auch in Zukunft entstehen werden, wenn XRP regulatorische Klarheit erlangt, auch in den USA. Und ja, was denkst denn du über die ganze Geschichte? Ich hoffe, dir hat der Inhalt gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like von dir richtig freuen, einen Kommentar von dir und ich freue mich von dir zu lesen. Bis dahin, mach's gut, bleib so fasziniert wie ich von Krypto und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.